Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Donnerstagmorgen, dann würde ich mal sagen, munter ans Werk, Mr. Dubois, munter ans Werk. Ja. Ob Kim schon unten auf uns wartet? Da können wir auf jeden Fall nichts machen. Nope, können wir auch nicht klopfen. Okay. Dann gehen wir mal runter. Ah ja, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier? Die beiden sind wieder da. Interesting. Guten Morgen, Kim. Yes? Während Sie weg waren, habe ich herausgefunden, was das Grau ist. Wonderful. What is your takeaway? Moment, sind Sie gar nicht überrascht? I can't stop a grown man from learning about the fundamental geographic and anthropogenic features of our world, can I? Fairer Punkt. Perhaps I should have tried, he thinks. Es wirkt unwirklich auf mich. It all seems unreal, detective. In actuality, the pale is no more unreal than, say, water or death. Or that we are stuck behind our eyes, between our own ears, talking. Plötzlich wird er nachdenklich und sieht sich um. Excuse me, large topics are not my forte. You seem stable enough. Keep it that way. Now, was there anything else, or should we get to it? Da ist eine ganze Menge, worüber ich reden möchte. Zum Beispiel, dass wir noch eine Leiche gefunden haben. Das wäre halt irgendwie gut. Aber das kann ich, also, What do you want to know? Good. also, vielleicht gehe ich mit ihm dann einfach dahin? Keine Ahnung. Ich will eigentlich nicht mit den beiden sprechen. Ich finde die scheiße, aber Again? I can't. no, wenn du nichts Neues zu sagen hast, dann lass mich bloß in Ruhe. Wir können mal die Hardy Boys ansprechen, mal gucken, ob die irgendwas zu sagen. Wobei. Ich glaube, ich möchte erstmal Kims Funk benutzen und gucken, ob wir was raus... Oh, neue Leute. That's one brutal motor carriage. Sagt der junge Mann, auf dessen Rücken Pissschwengel wahrscheinlich steht. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. Sein Begleiter trägt einen schlichten, doch eleganten Spruch zur Schau. Fick die Welt. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could, like, hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Wer seid ihr? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and... On the contrary. Oh, es könnte auch Schwuchtel heißen. Das würde auf jeden Fall mit dem, was sie sagen, halt eher übereinstimmen. Ich bin trotzdem verwirrt. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is
we're not part of the skulls. Yet. Wer sind die Totenköpfe? You don't know? What kind of cop are you? Ich bin froh, dass du fragst. The question was rhetorical. The Skulls are the most vicious gang of the Besmertne. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high-speed chases. Possessing an infinite amount of fuck-all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. Nonverbal. If a skull spots you, he will pull out his dagger and stab you without saying a word. The lieutenant's voice is as calm as usual, a testament to the violence and death he's witnessed through the sight of his firearm. They usually occupy the burnt-out quarter in Wrack, or you can find them loitering around the brightly painted bottom-lighted vehicles. I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. Wisst ihr etwas über den Mord, der hier verübt wurde? Murder? Im Hof des Wellingen Wracks wurde ein Mann gehängt. Yeah, sure. We'll gladly tell you everything we know about it. It was a man. No shit, Sherlock. Also, he was hanged. Sonst noch was? He was hanged from a tree. Yeah, I mean, duh. These punks don't know anything. Let's just move along. Hey, stop right there. How does one know anything? Ich werde dir nicht die Freude bereiten, dieses Gespräch weiterzuführen. Sure. Understandable. Fuck and I appreciate your effort, though. Wisst ihr zufällig, was mit der Rüstung des Opfers passiert ist? Nein, wissen sie auf gar keinen Fall. Aber fragen kann man ja mal. Nope. But Cindy does. Don't tell him that. Skulls don't tattle, man. Cindy wouldn't. Meint ihr Totenkopf, Cindy? No. A different Cindy. From out of town. She doesn't know shit about armored gloves, that's for sure. He did mean Cindy the Skull. Ja, natürlich. All right, we have a lead on the gloves. Was hat es mit euren Jacken auf sich? What about them? Wenn es sich an den blonden Jugendlichen. Warum steht auf deiner Jacke Pissschwuchtel? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And, I guess, it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Leuchtet mir völlig ein. What I mean by this is, we are all piss and that the world is inherently meaningless. Und warum steht auf deiner Jacke Fick die Welt? Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase, the hollowness that fills your chest cavity after catching it. To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though, Sprengen in die Luft. you get more fish in a shorter time. And, for time is of the essence and fleeting ever so quickly, one must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking someone. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Weiß ich ja nicht.
Is it a coincidence that here we have 2 badass jackets and 2 badass cops? Hey Kim, Yes? glauben Sie, dass es ein Zufall ist? What is? Wir sind zu zweit, genau wie die Jacken. What are you implying? Welche würden Sie tragen wollen? I'm not sure I understand you, Detective. Ja, sind Sie eher der Typ für Pisswuchtel oder eher für Fick die Welt? Neither. Ach kommen Sie, Kim, es ist doch nur ein Gedankenspiel. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger of the two statements. Auf keinen Fall. Wenn überhaupt, bin in diesem Szenario ich die Pisswuchtel. Nein, passt perfekt. Ich fühle mich eher wie ein Fick-die-Welt-Typ. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. That's an origin story for a dynamic duo right there. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Du bittest für dich und den Lieutenant um die Jacken. Nun. Ich meine, why the fuck not? Ich meine, es wird nicht passieren, aber hey. No, no, no. Don't ask anything. Be subtle and scary. The boys dream about being skulls. Use that. Hey Jungs, mit diesen Jacken wärt ihr im Handumdrehen die Totenkopfkönige. What? No. Skulls don't have kings. I think. And we're not even in yet. Yeah, man, keep your voice down. Skulls don't take it lightly when folks pretend to be them. We're not even prospects yet. Du hebst deine Stimme. Noch nicht. Noch nicht einmal Anwärter sein. Aber schon den Thron anstreben? Wow, you boys are ambitious. Only prospects and already planning a coup in the skulls. You're destined to go far. He gets it. Passive-aggressive flattery. Shut the fuck up. Are you trying to get us killed? Now bring it to the jackets and, yes, start shouting. Ja, wir wollen auch coole Mörder-Totenköpfe sein, so wie ihr. Aber wir haben keine Totenkopfjacken. Please be quiet. What? What do you want? The jackets? You got it. No need for cruelty. Ah. König der Totenköpfe, mach Schrumpfköpfe aus uns. Nein, das rufen wir nicht. Ihr bietet uns eure Jacken einfach so an? So ein Angebot abzulehnen wäre natürlich unhöflich. Oh, man. Okay. I get it. Skulls don't really wear slogans anyway. This was stupid. Fuck. Geil. Liebe alles daran. The lieutenant watches the boys take their jackets off with mild amusement. Wir wenden uns auf jeden Fall an Kim und sagen entweder, dass sie gesagt haben, dass sie eher der Typ für Pissschwuchtel seien, nämlich die andere. Oder? Ich weiß, sie haben gesagt, sie sind eher der Typ für Pissschwuchtel, aber ich glaube, dass ich sie selbst behalten sollte. Nein, er kann die ruhig haben. I'm absolutely okay with not having either one, thank you. Warum nicht? Sie gehören zusammen. Wir könnten es so richtig krachen lassen. Verdeckte Mitteln, knallhart. This case doesn't require us to go undercover or raise hell. In fact, I don't think the jackets will be useful at all. I just wanted them to not have them anymore. Oh, come on. Cold-hearted cop. Na, dann nehme ich einfach beide. Do. I'm fine with that. The jackets are meant to complete each other. If a man was standing alone on a street corner with piss written on his back, it'd just be an individual that has taken a liking to urine and fuck the world all on its own
is, frankly, generic. It is. I don't know, Eric. It's cold out. Der dunkelhaarige junge Mann steht einfach nur da. Geschlagen. Der Wind weht. Yeah, let's get out of here. The cops fucked us. Was zum Fick ist gerade passiert? Aber hey, wir haben 2 neue Jacken. +1 Schauspielkunst. -1 Autorität. Eine Lederjacke, die vor sehr kurzem noch einem jungen Mann gehörte, der weitreichende Kenntnisse über die Conditio Humana vorzuweisen hatte. Auf dem Rücken steht sein Nom de Guerre, wie auch immer, geschrieben. Ein ziemliches Statement. Die Jacke hat quasi den gleichen Text. Eine Lederjacke, die vor kurzem noch einem Raufbald gehörte, der den Sinn wahrer Liebe wirklich verinnerlicht hatte. Auf dem Rücken steht der whatever, dieses Halunken geschrieben. Ein ziemliches Statement. +1 Zwielicht, -1 Rhetorik. Ich glaube, wir müssen mal Klamotten verkaufen. Es gibt Sachen, die werde ich halt niemals anziehen. Wie zum Beispiel den duftenden Schal. Ich weiß ja nicht, ob ich diese Brille jemals tragen werde. Keine Ahnung, Mann. Die Monkstraps machen doch einfach gar nichts, oder? Die können doch einfach weg. Andererseits brauchen wir auch gerade nicht unbedingt Geld. Eine gewisse Totenkopf-Cindy könnte etwas über die Rüstung des Opfers wissen. Frag sie. Ja, will do. Aber apropos Rüstung. Inside, you see a set of steering levers. The one Ja. feels like Okay, cool. Ich habe aus Versehen zu schnell geklickt und dann keine Ahnung gehabt, was ich angeklickt habe. Sorry. inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the feet. This is Precinct 57. How may I assist you? Dang, ist die laut. Haben Sie mehr über den Besitzer der Panzerstiefel herausgefunden? Sorry, sir. I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Is there anything else I can do for you? Nein, danke. Wow, cool. 57, over and out. In the cabin, you see a set. Cool, das hat gar nichts gebracht. Nach. Sucks. Damn, Alter. Jetzt noch die Handschuhe kriegen. Und Kuno prinzipiell weiß, wo der Helm sein könnte. Damn, Alter. Hätten wir mal die Stiefel nicht weggegeben. Egal. Cindy. Aber wir gehen hoch zu Cindy. Ist schon netter. Na. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Nein, eigentlich nicht. Hast du irgendeine Ahnung, was mit der Rüstung des Gehängten passiert ist? What do I care about some fucking tin eggshells? Sind Rüstungen nicht Kunst? Für den Körper oder so? Oh, alright, Piggy. I'll give you this one. I saw a little girl in the fishing village running around with military-grade handwear. Look cute as hell. Could that girl have been little Lily? It's not a bad place to start. Ich kenne das kleine Mädchen im Dorf. Die kleine Lilly. Could have been her. Small kid with giant white armored hands. If you've seen one of them, you've seen them all. Ist klar. Ja, bis später. Okay, dafür hätten wir nicht hochgehen müssen. Mich nervt's immer noch, dass meine Brechstange kaputt ist. Sage ich ganz ehrlich. Vor allem wäre es überhaupt nicht nötig gewesen.
Naja, passiert. Aber ja, wir gehen erst nochmal zu Joyce, die uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen wird. Good. What can I help you with? Ja, nee, ich glaube nicht. Die erzählt mir, glaube ich, einfach einen Scheiß, leider. Okay, dann lasst doch jetzt aber in dem Fall einfach mal wirklich Quick Traveln, wenn ich irgendwann den richtigen Button dafür finde. Und lass mal zu den... Warum kann ich denn nicht schnell reisen? What? Okay, nein. Sag nicht, die Schleuse ist schon wieder durch. Wofür habe ich den Quick Travel Spot denn? Kann ich mit ihr nochmal schnacken und was probieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Hello again, sir. Nope. No, we cannot. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and... Ja, okay. Der Briefkasten hat uns auch nichts zu sagen. Ja gut, dann... Also gucken wir einmal nach Lilly und ich würde, glaube ich, ganz gerne mal versuchen, mit Wrack zu reden. Aber wir brauchen... Ich meine, wir wissen ja prinzipiell, dass die Leiche nicht... Also, dass der Söldner nicht erhängt wurde, beziehungsweise erst posthum. Von daher... Oh, können wir hier nochmal... You see rows of toy soldiers. Können wir nicht. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Ich habe etwas zu verkaufen. Sure. Let me have a look. Nicht die Rüstungsteile. Kleidung. I'm not purchasing any more clothing and especially that tie. Your mother is a necrotic object. I'm fun. Look at me sparkle in the light of the projector. Ja, okay. Allein das war schon wert. Ne, die Rüstungsteile... Another time, perhaps. Ah, wobei... Sure. Let me have a look. Was kriege ich denn dafür? Also ich will sie nicht verkaufen. Ich will nur wissen, was er mir geben will. Oder würde. Alright. Let's see it. Schauen Sie sich mal diesen fantastischen Kürass an. Oh, no, 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 no. I don't need bloodthirsty mercenaries knocking on my door looking for their missing toys. Besides, this gear costs a fortune. There's no one in Martinez with that kind of money. It feels like he would have accepted the risk if he hoped to profit from it. It's not greed, though. Deep down, he's a gambler, provided the stakes are sufficiently interesting. Okay, gut, dann habe ich nichts zu verkaufen. Another time, perhaps. Maybe not. Kann ich hier jetzt Quick Traveln? Nein, aber warum nicht? Konnte ich nur Quick Traveln, wenn Kim nicht dabei ist? Aber das ist doch totaler Unfug eigentlich, oder? Ich meine, das Laufen an sich verbraucht keine Zeit, von daher ist das schon okay. Aber, also, es verbraucht halt in-game keine Zeit, das meine ich damit. Ah. Die Unterseite des Bootes wurde vor kurzem geteert. Ah, hier steht sie wieder, ne? Aber da kommen wir so gar nicht hoch. Aber doch, hier kommen wir hoch. Mit ihr will ich aber auch gar nicht reden. Wir sind auf der Suche nach Lilly. Ob die wohl noch in der Bude sitzt? She does. Hello, mister. Bye. Bye. Is that the Phasmid? It looks like the Phasmid, leaning against the wall. Wait, what? Du versuchst dich an die Phasmide heranzuschleichen. Was? Wo denn? It's not the Phasmid.
it's not even organic. It's a fire iron. How disappointing. Natürlich war es nicht die Phasmide. Das Teil ist viel zu groß. Don't be too hard on yourself. You couldn't have known that for sure. And besides, finding this phasmid is your special destiny. You can feel it. Du legst den Traum, die insulindische Phasmide zu entdecken, auf Eis. Vorerst. Mister, what were you doing in my fireplace? Da war eine Phasmide drin. Ich wollte sie fangen. Oh. Okay. Ich habe gehört, dass es hier ein Mädchen gibt, dem Panzerhandschuhe gehören. Bist du das? Oh. I had gloves. Very big ones. Heavy, too. Where did you get these gloves? Found them when Lemmy and I were playing hide and seek. In an empty house. Where no one lives. I think someone hid them there. She doesn't want you to think she stole them. Und wo sind die Handschuhe jetzt? I hid them. The twins were gonna take them. They're stupid. Sie hebt ihr Plüschtier hoch und starrt in sein eines verbliebenes Auge, als ob sie auf Bestätigung wartet. We're going to need those gloves. It's for important police business. Oh. Sie scheint es nicht zu verstehen, aber der Ton des Lieutenants hat ihr vermittelt, dass es wichtig ist. They're in my sandcastle. Behind our house. Under the sand. You can break the castle. It's not very good. Oh, ist schon auch sad. Sind die Zwillinge draußen deine Brüder? Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. They look the same. Sometimes I can't tell them apart. Sie sind eineich, nicht wahr? Das habe ich auch gesagt. They look identical. Oh, sie ist schon süß. Bist du Lillians Tochter? Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Ja, wir haben uns schon kennengelernt. That's nice. My mom is great. She's never angry or anything. Okay, bye. Bye! Okay, ich glaube, das hätten wir uns schenken können. Sandcastle behind the house. Ah, da. Ja, okay, da fühle ich mich jetzt wirklich nicht so. Wobei, hat er schon hier ein kleines Häuschen und so. Also das ist okay. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. The once mighty towers are quickly eroding away. You can see something shining back to you from what must have been a vast underground catacomb network. Du greifst in die Katakomben und ziehst das glänzende Objekt heraus. The walls and floors give way to the giant's greed, collapse and present you with a pair of ceramic gauntlets. Congratulations. That's the gauntlets down then. We're doing good on the armor collection front. We actually do. Oh, +2 Mechanik sogar. Nice. Das Ballen deiner Faust hat noch nie so viel Spaß gemacht. Die winzigen Keramikplättchen geben ein herrliches Klickgeräusch ab, wenn du die Finger bewegst. Die Handschuhe sind ein wenig sandig, doch ihre Griffigkeit ist ausgezeichnet. Okay. Mir fällt... Warum sind hier schon wieder die Ecken schwarz? War das die ganze... Ah, ich glaube, weil ich so weit rausgezoomt habe, ne? Das ist einfach der Punkt. Deswegen ist mir das vorher nie aufgefallen, wie die so weit rausgezoomt haben. Hier kann ich jetzt Quick Traveln. Okay. Ich verstehe, wer will. Aber gut, ich würde mal... Nee, das ist die falsche Richtung. Oder? Wait, is it? Ne, wir sind schon richtig. Ich
würde Kim gerne auf die Leiche ansprechen. A man lies on the boardwalk. Hold on. Der Lieutenant beugt sich über den Toten und begutachtet sein Gesicht. Ein paar glasige Augen starren ihn an. Jegliches Leben ist aus ihnen gewichen. Looks like he's been dead for a while. I'm surprised no one found him before you came along. Er erhebt sich und erschaudert, als eine Böe durch seine Fliegerjacke weht. Was glauben Sie, ist hier passiert? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Könnte das was mit dem Lynchmord zu tun haben? No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Yes, but what if there's a killer on the loose? 2 suspicious deaths in such a short time frame. Wir sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun haben. Ja, weiß ich halt nicht. Ah, stimmt schon. Das mit dem Lynchmord in Verbindung zu bringen, ist weit hergeholt. Also es ist weit hergeholt, aber in diesem Spiel schließe ich halt einfach nichts aus. So, von daher... Könnte er sein? A sequence killer? There's nothing that connects those 2 bodies. This is a completely different case. An accident. What if all of this is staged? He could have seen something that night in the yard. Was, wenn er etwas beobachtet hat? Vielleicht hat ihn jemand so abgelegt? Wir kennen die genaue Todesursache nicht. It's possible, but let's take it step by step. We still haven't identified the man. Denken Sie, er war betrunken? Oh yes. Was ist mit Alkoholvergiftung und Leberversagen? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Was ist mit dem Kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Sometimes a kebab is just a kebab. Jemand sollte für diese kaputte Promenade haftbar gemacht werden. Die ist gefährlich. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Stimmt. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Wer ist dieser Mann? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Er blickt nach Süden, dorthin, wo ihr hergekommen seid. But that's just a lazy assumption. What do you think? At least this man knew how to party. Imagine the same scene without the bottle. Now that would be just sad. This is an omen, a sign from above that you need to stop drinking. Er sieht mir ähnlich. Genauso hätte ich auch enden können. Tot auf irgendeiner verlassenen Promenade mit einer Flasche neben meiner Leiche. Wir sind Zeugen des Niedergangs eines großen Partylöwen. Diese Lederjacke, eine leere Wodkaflasche. Du küsst deine Fingerkuppen. Wenn Sie mich fragen, ist das nur ein alter Säufer. Ich halte es für etwas verfrüht, ihn als Alkoholiker abzustempeln. Wir wissen noch nichts über ihn. Ja, tatsächlich. We do know that he was married. Der Lieutenant zeigt auf den Ring an der linken Hand des Mannes. Das ihn umgebende Fleisch ist angeschwollen und grau. But you're right. Let's not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. Was sollen wir mit ihm machen? From where I stand, I can see 2 options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Moment mal, keine Leichenschau? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me.
I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Ist sie wirklich unnötig? Weiß ich halt nicht. Ist das nicht irgendwie nachlässig? Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing will take care of the rest. Ja, aber... Also... Wir haben ja sonst nichts zu tun. Also, was die Main Story angeht oder unseren Hauptfall, bin ich jetzt schon wieder so an dem Punkt, wo ich sage, so, ja, und jetzt? Wir haben ihn gefunden, wir sollten es zu Ende bringen. Du übernimmst den Fall. Überlassen wir diesen Fall dem Revier. Ich will keine Zeit damit verbringen. Du übernimmst den Fall nicht. Ich brauche mehr Zeit, um zu entscheiden, wie ich diesen Fall lösen will. Du kommst später darauf zurück. I don't know, man. Es ist halt einerseits wieder so eine absolute Distraction, aber auf der anderen Seite könnte er halt auch irgendwie wichtig sein. Also wahrscheinlich ist er es nicht, aber who knows? Wir übernehmen den Fall. Alright, we've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library from my kinema. See if we can learn anything about this Billy Méjean. And while we're there, we should also call the station. Let them know that we are taking the case. Ugh. Okay. Besorge dir ein trauriges Lied auf Tonband. Ich habe ein trauriges Lied auf Tonband. Gottverdammt. I have it right now. Wait. I have it right here. There's no way to listen to the tape without a working tape player or portal reel at hand. But even just holding the tape makes you feel a little sad. A pawn shop would have a tape player. Ja, aber wir haben auch ein Tonbandgerät bei uns auf dem Zimmer. Für das wir zugegebenermaßen im Moment noch nicht bezahlt haben, aber... Ah, das ist die deformierte Kugel. Alright, wollten wir mit Kim nicht noch über die Kugel sprechen? Ah, das ist ja interaktiv. The bullet is still safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim, sehen Sie sich das an. Es handelt sich um ein Mantelgeschoss mit einem Durchmesser von fast 5 mm. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader like those typically found on the streets of Martinez. We were right. This came from a serious weapon. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Something tells you that won't be anytime soon. This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. Ja, ich denke auch. Ich meine, unsere Hand... Oh, wobei. +4 ähnliches Gewehr zur Hand. Name des gefundenen antiken Gewehrs bekannt. Ich meine, auch mit einer Auge-Hand-Koordination von 2 haben wir immerhin eine 58% Chance. Also. A rifle, Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. Welches Fabrikat? The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theater of the anti-centennial revolution 50 years ago. Incidentally, you have just such a rifle with you, the dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial area. It's unusable, sadly. If it were, the bullet would probably fit the chamber. Stellt diese Gewehre noch jemand her? No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. Und wer benutzt heutzutage noch Belmargrave-Gewehre? Antiques enthusiasts,
guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for the same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order. What are you thinking? Bullet? Ich glaube, ich weiß, wo die herkommt. Du lässt den Beutel gedankenvoll baumeln. Lassen wir unseren Beutel gedankenvoll baumeln. Okay. And? Der Schuss stammt wahrscheinlich aus einem Balmargrave-Gewehr. An antique. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around in Martinez or anywhere in Ravachol, really. Warum nicht? Sure, there's some arms trafficking, but the laws prohibiting the use of breech loaders we inherited from the monarchy have been effective, from what I've seen. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Was ist es wert, erschossen zu werden? Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. But back to the investigation. Weiten gut bewaffnete Gangmitglieder? Oh, okay. Ich hatte keine Ahnung, wo der Satz hingeht, aber okay. Weiten gut bewaffnete Gangmitglieder aus Jamrock ihren Tätigkeitsbereich auch nach Martinez aus? Let's find out. Next step, finding the gun itself. Gut, die Kugel hat nichts mehr zu sagen. Packen wir unseren Beutel wieder ein. Alright. Was stand hier denn nochmal drauf? The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spot. Someone has scribbled. S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio. You'll find the film. Das war das, ja, righty. Oh, wir könnten halt theoretisch auch immer noch das Passwort finden, ne? Rufe die Stadtbücherei an, kontaktiere das Revier. Okay, will do. Will do. Ich glaube sonst... Also wir könnten mit Kim noch in die Kirche gehen und mit ihm über den Krabbenmann sprechen, aber... wobei, vielleicht... Vielleicht... Jetzt kann ich schon wieder nicht quick traveln. Es macht alles gar keinen Sinn. Na, aber jetzt geht. Hä? Aber ich wollte gucken, ob die verschollene Lady eventuell jetzt in der Kirche ist. Mal gucken. Oh, wir stehen schon direkt vor der Tür. Move. Sieht nicht danach aus. Hat Kim dazu was zu sagen? The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting on a single pane of glass. A crack runs across the length of her body, her face oval and sad. Das ist Dolores Day. Yes. I wasn't sure before, but this must be the DeLorean Church of Humanity in Martinez. It's called the Small Pinewood Church in some records. Hatten Sie schon von ihr gehört? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Ravachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. Wissen Sie sonst noch etwas darüber? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Sept Sœurs, they call them. The 7 sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find anything connected to the lynching here. Something else, perhaps? Er richtet den Blick auf die herumliegenden Gerätschaften.
Respectful? Is the lieutenant a follower of DeLoreanism? A pang of guilt. The lieutenant is leaving something out. Wissen Sie, warum sie verlassen wurde? I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. Wer hat diese Razzia durchgeführt? Well, your station was involved, I hear. Although I can't be sure. Sie sind sich nicht sicher? 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. Ich nehme an, ich könnte hier gewesen sein. I'm sorry, I'm not saying you were. It was a clandestine operation. I don't know anything about it, why it was conducted or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Wenn ich hier war, also falls ich hier war, dann sollte ich auch herausfinden, aus welchem Grund. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one forgotten. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. Kim, sind Sie ein Anhänger des Doloresianismus? Oh Gott, was für ein Wort. Yes, we all are. Her name, body, and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie gläubig sind. Ich mag sie nicht. Sie sieht aus wie eine Verlasserin. War sie nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie gläubig sind. It's not spiritual, it's constitutional. The Dolorian system does not demand faith, only accordance. Okay. Ja gut, da wir nicht genug visuelles Kalkül haben. Ich meine, wir könnten da einen Punkt reinstecken. Haben wir Equipment, was uns... Enzyklopädie... wir haben schon +2 da drauf, ne? Also besser wird's wahrscheinlich nicht. Damn, das Ding ist einfach zu gut. Eigentlich müsste ich darin rumlaufen. Wobei die Jacke ist halt auch not bad. -1, okay. Das ist es dann auch nicht. Ne. Hilft uns nichts weiter. Was ist denn mit Drogen? Psyche, Intellekt, Konstitution. Wait, die Boni kriege ich nur, wenn ich das ausrüste? Okay. +2 Innenleben noch. Gott, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir haben schon Innenleben 7. Ja, stecken wir einen Punkt in visuelles Kalkül? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das weiterbringt. We'll try. The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting on a single pane of glass. A crack runs across the length of her body, her face oval and sad. 72%. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you, a ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one, and a text, a light motif below them both. Das Motto, wie lautet es? Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Ich spreche kein Wort Französisch, aber irgendwas mit Leben und Tod. And then, along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. Lieutenant, hier stand früher
Nach dem Leben der Tod. Nach... Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Warum nicht? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Was ist jetzt das Motto der BMA? Justice, union, prudence and force. Finde ich gut. Lässt die ganzen Schwuchtel in Gottesfurcht erstarren. Nein, so reden wir normalerweise nicht. Lässig? Weiß ich nicht. Nicht sehr feminin? Mir gefällt das andere Motto besser. Also ja, mir gefällt das andere Motto besser, aber es macht halt Sinn, dass wir das nicht haben. Trotzdem gefällt mir das andere Motto besser. So do I. Wer ist diese ältere Frau? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden Reichsapfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocent stay advised. Above, she herself is whole. Reichsapfel hat kein englisches Wort. Die sagen literally Reichsapfel. Wie großartig. Okay. Nun. Small figures of wise men, common men, worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, Theriers, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Okay, und was hat dieses Mosaik zerschlagen? Unknown. Something during the raid the lieutenant mentioned, or just hooligans looking for something to break. Du trittst zurück. Können wir... The mother of humanism towers above you, a wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. Dass wir da nicht einfach durchgehen können, wurmt mich so ein bisschen... Okay, cool, das hat uns gar nicht weitergebracht. Finde die Mordwaffe. Eine funktionierende Schusswaffe aus. Als ob hier irgendwer halt Schusswaffen hat. Ich meine, wir wissen nicht mal, ob unsere eigene Schusswaffe ist. Aber in that case würde ich tatsächlich mal hier hinreisen wollen. Und ins Hafenviertel gehen. I guess. Was ist denn mit dem Schatten da gerade passiert? Okay. Seltsam. Okay. Ich glaube, die sind einfach da, um da zu sein. Da passiert nichts weiter mit. Wir können mit ihm nochmal reden. Ich meine, es liegt auf dem Weg. Wir können ihn mal anquatschen. Hola, Wandering Man. Okay, cool. Das ist die falsche Richtung. Hoch, bitte. Kommen wir jetzt eigentlich durch? Nicht. Okay. Ich dachte, nachdem er uns schon die Leiche weggepflückt hat. Eine riesige Sitzkuhle auf dem Kissen und ein Muster aus Kaffeeringen auf der Armlehne. Jemand macht es sich regelmäßig neben dem Rundfunkgerät bequem. The already familiar cold touch of plastic welcomes you as you pick up the handset.
Wen rufen wir an? The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Du hast deinen Namen gehört und langer Heimweg, okay. Du lässt dein motorisches Gedächtnis eine zufällige Nummer wählen. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Calling. Calling. Still calling. Then. Video Revachol, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lammy. How may I help you? The voice of a youngster on the other end sounds as enthusiastic as that of a man walking towards the gallows. Wo bin ich da gelandet? Video Revachol is a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lammy. Nein, das wollte ich nicht wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung Ihr Laden für mich hat. Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Kennen Sie mich? No. Warum habe ich Sie angerufen? Maybe you called to extend your rental period? Do you need to extend your rental period? Mein Name ist Harriet Dubois. Haben Sie mich in der Kundenkartei? Let me fire up the machine. Dubois. Dubois. Here we are. You haven't rented anything in 5 years, but you still have a copy of Blue Ocean Hell from November 46. Whoa, not a fun film, that one. Was für ein Film ist das? It's not an easy watch. After the death of his daughter and subsequent divorce, Ziemsk immigrant Egidius Wojcik tries to come to terms with the onset of dementia. No wonder no one's been missing it. Still, it would be great if you could return it to us. We're on the corner of Voyager and Maine. On the corner of Voyager and Maine, a large neon sign hangs on the side of a building. Video Revachol, 24 hours. It's raining and there is almost no traffic on the street. A woman's footprints in the mud lead away from the front door. Tiny heels tiptoeing down the road. Beautiful steps, light-footed with a lifetime ahead of them. You look up and the air seems to grow darker. Suddenly you feel like you don't want to hear about video rentals anymore. You don't want to hear about any of it. It was all shit. It's over. Was genau war beschissen? It. Okay, cool. Kim, Video Revachol 24 Stunden macht mich traurig. That's enough for you today. Let's conclude this call. Gut, das war's. Schönen Tag noch. Ach, Kim. Lass mich doch unvernünftig sein. Das ist doch alles, was ich möchte. Ich finde, den Laufweg könnte man halt auch quick traveln. Hätte ich nichts dagegen. Oh, hey, mister. I'm not gonna bother you with a long greeting, just like... Okay, cool. Leo hat nichts zu sagen. Noch rein in die gute Stube. Das ist keine Angel, oder? Das ist... Doch, das ist eine Angel? I guess. Es ist halt kein Gewehr. Aber okay, ich denke, mit Evra sprechen wir... Also keine Ahnung, ob da überhaupt was Neues bei rauskommt. Vielleicht nicht. Machen wir trotzdem in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.